Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht's los, so richtig mit dem IP-Protokoll und wir fangen an mit dem Datenformat einer IP-Adresse. So, ich habe euch hier schon mal eine IP-Adresse aufgeschrieben. Zum Beispiel, das ist wirklich komplett zufällig gewählt, 172.168.0.0. Das ist eigentlich nur eine Formatierung einer IPv4-Adresse. Achtung, wir befinden uns im Bereich V4, ganz wichtig, V6 machen wir irgendwann später noch. Eine IPv4-Adresse sieht so aus. Wir haben Zahlen von 0 bis 255 und also eigentlich haben wir 32 Bit. Aber man teilt das Ganze in 4x8 Bit auf. Das sind diese 4x8 Bit, hier 4 Blöcke sozusagen, immer durch einen Punkt getrennt. Und jeder Block enthält dann offensichtlich 8 Bit, damit wir auf die 32 Bit kommen, weil 4x8 eben 32 ist. Und mit 8 Bit kann ich Zahlen darstellen von 0 bis insgesamt 255. Und das heißt, jeder dieser Blöcke hier kann zwischen 0 und 255 liegen. So sieht eine IPv4-Adresse aus. Was genau das jetzt aussagt, ist eigentlich relativ. Also ich meine, es gibt nicht irgendwie sowas wie mit der IP-Adresse 0000 bin ich auf jeden Fall da und da. Also zumindest nicht festgelegt. Mittlerweile gibt es allerdings Standards wie zum Beispiel 192.168 ist immer ein lokales Netz, aber das werden wir dann auch noch behandeln, wenn es um DNS geht, beziehungsweise um NATs eigentlich eher, nicht DNS, sorry. Ja. Und jetzt habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar netstat-r ist ein Kommando, das könnt ihr unter Linux sofort ausführen. Das gibt euch die Routing-Tabelle oder Routentabelle, wie es hier wunderbar schön auf Deutsch übersetzt steht. Und hier haben wir mehrere Einträge. Ihr seht es hier, MSS, Fenster, IRTT, habe ich ignoriert, genauso wie die Flags. Die Genmask sieht bei mir hier eingegeben ein bisschen anders aus wie hier. Da steht einfach 8 und 16. Ich kann das Ganze natürlich übersetzen. In der Genmask sind immer nur 1er oder 0er gesetzt, aber es muss von links auf mit 1ern gefüllt sein. Also 255.255.255 wäre 3 mal 8 Einsen, also insgesamt 24 Einsen. Das heißt, hier würde 24 stehen. Das wäre dann der untere Fall hier. Und im oberen Fall haben wir hier 0, 0, 0, 0, was offensichtlich 0 wäre, weil wir keine einzige 1 haben. Also zählt sozusagen die 1. Ich möchte euch nur beide Schreibweisen zeigen. Die hier ist einfach kürzer, aber die hier ist eigentlich eher der Standard. Wir werden wahrscheinlich die andere Schreibweise hier verwenden, aber ihr könnt die jederzeit, wie gesagt, hier umwandeln. 16 wäre jetzt 255 plus 255 plus 0 plus 0. Also Punkt 0, Punkt 0, sorry. Okay, so. Was bedeutet jetzt dieses iFace hier? Ich habe hier ETH0 und ETH1 reingeschrieben. Das ist der Hardware-Ausgang für euer Internet sozusagen. Das heißt, darüber geht euer Traffic dann raus, wenn dieser Eintrag gewählt wird sozusagen. In unserem Fall haben wir, oder in meinem Rechnerfall hier, habe ich nur einen einzigen Ausgang. Ich bin weder über WLAN angeschlossen, noch über einen zweiten LAN-Adapter. Aber wenn ihr über beides drin seid, über WLAN und über LAN, dann kann es passieren, dass ihr hier zwei Einträge habt, nämlich ETH0 und WLAN 0 zum Beispiel. Das ist einfach nur eine Bezeichnung für den Hardware-Ausgang. Und wenn ihr mehrere LAN-Ausgänge habt, dann kann es mal passieren, dass ihr ETH0 und ETH1 findet. Hier hätten wir sogar ETH0, ETH1, ETH2 und ETH3. Also Ethernet 0, 1, 2 und 3, deswegen ETH. Okay. So, jetzt zu den anderen Dingern. Was bedeutet hier Ziel, Default und Router 192.168.0.1 bzw. die Genmask? Die Genmask werde ich euch nachher erklären, wenn wir Ziel und Router haben. Router ist einfach mein Next Hop sozusagen. Also wo geht der nächste Traffic denn gerade hin? Also wo wäre das nächste Ziel in meiner Reise? Wo wäre sozusagen, wenn ich der E1 bin, der End-User 1, wo wäre mein Z1? Das ist der nächste Hop, das ist im Prinzip mein Router. Und Ziel Default, wenn da Default steht, dann heißt das einfach alles. Also wirklich jede IP-Adresse geht da raus. Jeder Router hat einen Default-Eintrag. Da schickt er einfach alles raus, was er finden kann. Das heißt, Default haben wir hier einfach, wir haben eine Genmask von 0 dann am Ende, weil Default bezieht sich wirklich auf alles und wie gesagt dann natürlich hinten auch wieder ein iFace. Also Default sind einfach alle IP-Adressen. So, und jetzt zu diesem Kram hier. Warum steht jetzt hier irgendeine IP-Adresse und dann eine Genmask?
alles, was die IP-Adresse 172.168.0.0 hat, das wird darüber geleitet sozusagen, also über diesen Ausgang ETH0. Also alles, was mit der IP-Adresse 172.168 anfängt, das wird darüber rausgeleitet. Aber was bedeutet jetzt diese Genmask? Die Genmask sagt, wie viele Bits sind denn für mich relevant? Das bedeutet, eigentlich schicke ich nicht alles, was genau diese IP-Adresse hat, daraus, sondern ich schicke nur die ersten 8 Bit, die müssen stimmen. Also wenn die ersten 8 Bit stimmen, dann wähle ich den ETH0-Ausgang. Und was danach kommt, ist mir eigentlich völlig egal. Das heißt, hier kann auch stehen 168, 255, 255 oder 5, 2, 1 oder sowas. Alles, was mit 172 anfängt, weil das eben die ersten 8 Bit sind, all das, was mit 172 anfängt, weil es die ersten 8 Bit sind, hier, die 8 kommt aus der Genmask, das wird an ETH0 geliefert. Und alles, was die ersten 16 Bit so hat, das wird an ETH1 geliefert. Also alles, was mit 172, 255 anfängt, was hier steht und was hier steht im dritten und im vierten Block, ist mir völlig egal. Alles, was genauso anfängt, wird über ETH1 rausgesendet. So sehen Routing-Tabellen im Inneren quasi aus und ihr könnt, wie gesagt, eure Routing-Tabelle gerne mal angucken. Ist eine super Übung und einfach mal kurz entziffern, was da steht. Vermutlich habt ihr genau wie ich nur ein Interface, aber ja, es ist vielleicht trotzdem mal ganz spannend, sowas live und tatsächlich im Einsatz zu sehen. Eine Sache noch, wir finden jetzt hier plötzlich 2 gültige Ausgänge. Also ich möchte einmal über ETH0 und über ETH1 schicken. Denn wenn ich hier unten was triff, also mit 172, 255 und dann sagen wir mal 5 und 2, also die IP-Adresse, es kommt eine Dateneinheit namens, keine Ahnung, irgendeine IP-Dateneinheit, die als Ziel 172.255.2.5 hat. Ich glaube, ich habe es gerade eben andersrum gesagt, ist egal. Das ist die Zieladresse und jetzt passt mal auf. Die ersten 8 Bit, die stimmen offensichtlich für diese obere. Das heißt, ich könnte es direkt an ETH0 weitergeben. Aber der zweite Eintrag, der ist auch korrekt, weil 172.255, da müssen ja die ersten 16 Bit stimmen, damit es an den Ausgang ETH1 geliefert wird. Aber die stimmen ja hier auch. Das heißt, ich habe 2 passende Einträge. An welchen schicke ich jetzt? Naja, ich nehme sogenanntes Longest Prefix Matching. Ich schreibe es kurz hin. Longest Prefix Matching. Die Dinger hier bezeichnet man als Präfix, weil sie fangen eben so an. Also der Präfix stimmt. Das bedeutet, der längste stimmende Präfix, der wird genommen. Und was ist länger, 8-Bit oder 16-Bit? Bei mir stimmen hier einmal die 8-Bit für den oberen Ausgang und bei mir stimmen die 16-Bit für den unteren Ausgang. Das bedeutet, ich wähle den unteren Ausgang, weil 16-Bit einfach mehr ist und besser passt. Also es passen ja 8-Bit offensichtlich besser als beim oberen Ausgang. Und deswegen wähle ich hier den unteren Ausgang und schicke meine Dateneinheit über den ETH1-Ausgang weiter. Das heißt, über den hier und nicht über den oberen, obwohl der obere eigentlich auch gepasst hätte. Ja, so funktioniert eigentlich Routing in eurem Router drin. Und das ist erstmal die Grundlage dafür. Jetzt müssen wir uns aber noch natürlich drum kümmern, wie zur Hölle bauen wir denn diese Routing-Tabelle auf? Und das ist gar nicht so einfach, das braucht man vielleicht ein bisschen Zeit. Denkt bitte daran, dass das Ganze in 12 Mikrosekunden funktionieren muss. Und deswegen haben wir überhaupt diese Prefixes eingewählt oder ja, mit den Prefixes gearbeitet, denn wenn ich hier die IP-Adresse 172.000, 001, 002 und so weiter bis 255, 255, 255, wenn ich die alle hätte eingeben müssen in meine Routing-Tabelle, dann wäre die sehr, sehr lang geworden, nämlich 2 hoch 24 Einträge. Diese 2 hoch 24 Einträge zu durchsuchen, klappt auf jeden Fall nicht in den 12 Mikrosekunden, die wir Zeit haben bei einer Gigabit-Leitung. Und deswegen hat man sich eben solche wunderbaren Dinge wie Prefixes überlegt. Also zuerst einmal muss natürlich die einkommende IP-Adresse verarbeitet werden. Dann muss nachgeguckt werden in meiner Routing-Tabelle. Und dann muss ich mir hier den Ausgang aussuchen und dann muss ich daraus weiterschicken. Das alles muss in 12 Mikrosekunden passieren.
Und ja, deswegen muss diese Routing-Tabelle hier auch immer schön aktuell sein, damit das Ganze auch wirklich schön funktioniert. Aber ja, im Prinzip ist das es erstmal für dieses Video. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir denn diese Routing-Tabelle aufbauen. Und dazu brauchen wir so Baumalgorithmen wieder und so. Ähnlich wie das, was wir hier schon gemacht haben, aber ein bisschen komplexer und ein bisschen cooler. Ja, und das war's von meiner Seite wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!